Hallo und herzlich willkommen zurück hier in einem kleinen U-Boat-Tutorial. Das jetzige Thema dieser Folge ist das Thema Hydrophon. Wir hatten ja schon die Aufklärung auf Deck. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Hydrophon. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Hydrophon zu nutzen. Das ist einmal KI gesteuert oder man horcht einfach selbst. Und es gibt auch zwei Wege, das Ganze einzuleiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier etwas entdecken, ist wahrscheinlich sehr gering. Trotz allem erkläre ich euch kurz die zwei Wege. Der automatisierte Weg ist zu sagen, okay, hier gibt es in dem Bereich des Tiefenmessers, gibt es hier den automatisierten Befehl rundhorchen. Das bedeutet, dass die KI automatisch auf 50 Meter taucht. Ja, 50 Meter ist die optimale Horchtiefe. Dabei werden ausgeschaltet die Luftkompressoren. Und der best ausgeruhteste Horcher geht an das Hydrophon. Es wird 5 Minuten lang gesucht nach Schraubengeräuschen. Danach taucht das Boot wieder an die Oberfläche auf und die Luftkompressoren werden eingeschaltet, um die Drucklufttanks wieder aufzufüllen. Ich gebe jetzt einfach mal den Befehl zum Rundhorchen. Ich beobachte das Ganze hier auf der Karte. Mache ein bisschen die Zeitkompression an, damit man das sieht. Das ist der Sichtradius. Zack. Wie ihr seht, der Hydrophonkreis ist ein bisschen erhöht. Also wir können tatsächlich weiter horchen, als wir sehen können. Aber auch nicht mehr als dieser Radius. Wenn ihr mit der KI Rundhorchen betreibt, dann wird immer nur der Radius, der auf der Karte angegeben ist, wird abgehorcht. Kann man das erhöhen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir warten mal, bis die Tauchtiefe von 50 Metern erreicht ist. Zack, da ist es auch schon wieder rum. Das heißt, ihr seht, es war nicht besonders schnell. Wir geben noch einmal den Befehl. Und dann gehe ich kurz in die Pause in dem Spiel. Und dann schauen wir uns das mal an. So, wir sehen, also wichtig ist beim Rundhorchen, dass Ruhe im Boot ist. Wir sehen, wir sind im roten Licht. Es läuft der Dieselkompressor, es läuft der Kreiselkompass, es läuft das elektrische Tiefenruder. Das sind alles Störgeräusche. Das kann man vermeiden, indem man den Befehl gibt, zum Beispiel den Kreiselkompass auszuschalten, den Dieselkompressor auszuschalten, auf blaues Licht zu wechseln. Das blaue Licht bedeutet für die Mannschaft absolute Ruhe. Beziehungsweise so viel Ruhe wie möglich. Man sieht auch hier in der Beschreibung Lärm der Besatzung minus 75%. Und wir schalten auch das Tiefenruder aus. Erhöht das den Horchradius? Wir warten wieder, bis die Befehle ausgeführt werden. Nein, tut es nicht. Das ist auch völlig okay, weil die Horchreichweite ist erst einmal soweit ausreichend. Für ein kurzes Rundhorchen, automatisiert, schnell, ist diese Option durchaus gangbar. Es lohnt sich aber auch beim Hydrophon durchaus selbstständig diese Prozedur auszuführen. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir warten, bis der automatische Befehl abgebrochen wird. Wechseln auf Dieselmotor. Und machen wir kurz auch die Lenzpumpe an. So. Und jetzt würde ich gerne, dass wir das Ganze selbstständig machen. So, wir geben also einen Befehl, und zwar manuell. Wir gehen auf 50 Meter. Und dann sehen wir gleich, wie das Boot hier verschwindet.
Wechseln auf E-Motor. Zack. Sind wir verschwunden unter Wasser. Und jetzt beginnen wir mit der Prozedur des manuellen Rundhorchens. Erst einmal warten wir, bis die Tauchtiefe erreicht ist. Wir gehen sogar auf 51 Meter. Gut, das macht jetzt den Bock auch nicht fett. So, wir haben die Tauchtiefe erreicht. Tatsächlich liegen wir sogar auf Grund. Das ist aber auch nicht schlimm. Das erste, was wir machen, ist Maschinen aus. Die Maschinen sind, gerade wenn man manuell rundhorcht, im hinteren Drittel und erzeugen Störgeräusche. Das ist blöd, das wollen wir nicht. Das zweite, was wir machen, ist, wir gehen hier rüber und schalten die Kombüse aus. Denn auch die Kombüse verursacht beim manuellen Rundhorchen Störgeräusche im hinteren rechten Drittel. Ja, wenn man sich also jetzt hier in das Hydrophon setzt, dann sieht man sehr schnell oder hört man sehr schnell im hinteren Drittel, wie der liebe Smoothie irgendetwas in irgendeiner Pfanne anbrutzelt. Das wollen wir nicht, wir wollen ja hören. Was machen wir noch? Wir schalten den Kreiselkompass aus. Denn auch der Kreiselkompass verursacht Störgeräusche. Das Tiefenruder schalten wir ebenfalls aus. Das ist elektrisch und auch das verursacht Störgeräusche. Man hört es im Hydrophon. Und wir befehlen der Mannschaft blaues Licht. Das bedeutet, dass die Mannschaft versucht, so leise wie möglich zu sein. Und je leiser die Mannschaft, je weniger Störgeräusche wir im Hydrophon haben, desto besser können wir gegnerische Einheiten aufklären. So, dann nehmen wir einfach mal den hier und wechseln in die Ansicht. Der gute Schuster sitzt jetzt also hier am Hydrophon. Das Hydrophon ist relativ simpel, sieht auch relativ simpel aus. Man kann das hier, ich mache das immer über A und D, kann man das in die verschiedenen Richtungen drehen und dann auch etwas hören, falls denn da etwas ist. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich vermute, dass wir nichts hören. Es kann sein, dass wir etwas hören, aber ich vermute sehr stark, dass wir nichts hören. Wichtig ist, ihr erinnert euch vielleicht an den blauen Radius. Wenn ihr manuell hört, hört ihr weiter, als der blaue Radius auf der Karte war. Das heißt, ihr hört, keine Ahnung wie weit, ja, das kann ich euch nicht genau sagen, aber ihr hört auf jeden Fall über diesen Radius hinaus. Ihr könnt also manuell mehr Schiffe aufklären als anders, als wenn ihr das automatisiert macht. So, wir hören nichts. Oder hören wir etwas? Nein, wir hören nur Wassertropfen. Ansonsten hören wir nichts. Ihr seht hier einen grauen Bereich. Das ist der Bereich, in dem man, wenn die Maschinen laufen, nichts hört. Da kann man auch nicht reindrehen. Wir haben hier oben noch ein paar Einstellungen. Da kann man hier lauter und leiser machen, wenn man das möchte. Ich empfehle immer ganz laut zu hören. Manchmal auch leise, um vielleicht eventuell eine Entfernung abschätzen zu können. Und wir können hier umschalten zwischen L, M und H. Was die Buchstaben genau bedeuten, ich vermute, dass es Langfrequenz, Mittelfrequenz und Hochfrequenz ist. Also weite Entfernung, mittlere Entfernung und nahe Entfernung. Eine genaue Aussage habe ich dazu noch nicht gefunden. Ich habe aber auch nicht wirklich danach gesucht. Ich höre meistens auf L, weil da die Reichweite tatsächlich am höchsten ist. Wir hören also nichts, wie ich es vermutet habe, klären aber mehr auf, ein größeres Gebiet auf, als wenn man das automatisiert macht. Und ihr könnt, solange ihr wollt, hier jetzt am Hydrophon sitzen bleiben.
Das Boot taucht also nicht nach 5 Minuten automatisiert auf. Wir stellen uns jetzt einfach mal simpel vor, wir klären etwas auf. Sagen wir ungefähr hier. Wenn wir jetzt hier ein Schraubengeräusch hören würden, wie finden wir das denn jetzt auf der Karte? Kurz erklärt, ihr müsst euch das ein bisschen relativ vorstellen können. Ja, euer Boot, hier ist 0, hier wäre die Bootspitze und hier wäre das Boot zu Ende. Das heißt, euer Boot liegt ziemlich genau in einer geraden Linie von 0 bis 180. So, das heißt, der Kontakt wäre hier rechts ab. Jetzt kann man ungefähr die Gradzahl schätzen. Kann das hier auch so ein bisschen erkennen. Hier ist 0. Dann haben wir hier wahrscheinlich eine 20, 40. Also irgendwo hier auf der zwischen 40 und 60 Grad müsste sich der Kontakt bewegen. Wir versuchen das mal auf die Karte zu adaptieren. Herr Kaloy? Indem wir den Posten wieder verlassen. Gehen in die Kartenansicht. Jetzt sehen wir hier das Boot. Wir fahren also relativ genau Richtung Westen und haben jetzt einen Kontakt aufgeklärt auf 60 Grad. Man kann sich jetzt hier eines kleinen Tricks bedienen. Man legt den Winkelmesser an, legt den hier auf die Karte und dann kann man hier ungefähr einstellen. Man sieht hier die Gradzahl. So, ungefähr so haben wir etwas erkannt. Das heißt, wir wissen, unser Kontakt befindet sich irgendwo hier. Es lohnt sich dann, auch hier ein bisschen in diese Richtung zu fahren. Das heißt, man würde den Kurs dann hier hinsetzen. So 10, 15 Minuten fahren und dann noch einmal die manuelle Prozedur durchzuführen, um festzustellen, wohin sich der Kontakt bewegt. Und so kann man dann relativ schnell auch den Kontakt aufklären. Das war's soweit zum Hydrophon. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.